Die Reisekosten. Als Geschäftsführer habe ich natürlich auch ein Interesse an der Kostensituation. Die Reisekosten sind immens gefallen und man merkt, dass bestimmte Arten von Terminen effizienter vielleicht sogar stattfinden können, wenn man sie digital macht. Das heißt, ich glaube zukünftig, und das ist kein reiner Glaube von mir, sondern bin ich tief und fest davon überzeugt, und das teilen ja auch sämtliche Studien, in der Zukunft wird sich die Arbeitswelt ein Stück weit ändern. Wir werden Mischformen haben zwischen Terminen beim Kunde vor Ort, Terminen, wo aber auch der Kunde vielleicht sagt, wissen Sie was, Herr Eller, da lohnt es sich nicht, dass Sie zu uns fahren, lassen Sie uns eine halbe Stunde eine Teams- oder eine Zoom-Session machen und dann erledigen wir das über die virtuellen Möglichkeiten, die es heute gibt. Was verstehen wir unter Modern Work oder dem modernen Arbeitsplatz? Ich möchte weg von diesen einzelnen Datenelementen, von diesen Prozessstückchen, von diesen Elementen hin zu durchgängigen Prozessen. Das heißt, wir versuchen, unsere Kunden dahingehend zu beraten, dass vom Marketing über den Vertrieb bis zum After Sales, also dem Service, prozessural gedacht wird. Im Optimalfall schaffen wir es mit einer sehr guten User Experience, das an dem Arbeitsplatz des Mitarbeiters so zu harmonisieren, dass der Kollege nicht mehr mitbekommt, wo in welchem Töpfchen die Daten liegen. Meine Botschaft, wenn ERP und CRM möglichst homogen miteinander verwoben sind, kann ich auch einfacher durch so eine Portaloberfläche diese Daten den unterschiedlichen Benutzergruppen nach vorne spielen. Dann kommen Sie zum Eindruck oder zur Einsicht, dass Sie eigentlich unendliche Möglichkeiten haben, mit Ihren Kunden bei großen Lebensereignissen, aber auch bei kleinen Ereignissen zwischendurch, sich zu fragen, wie kann ich meine Kundinnen und Kunden, wie kann ich ihnen bei Ihnen einen super Eindruck hinterlassen? Wie kann ich ihnen helfen? Aber wir wissen alle, oder, der Kunde, die Kundin, die hat selten genau dann ein Bedürfnis, etwas bei Ihnen zu kaufen, wenn Sie das Bedürfnis verspüren, etwas Ihren Kunden zu verkaufen oder genau eben diesem einen oder dieser einen Kundin zu verkaufen. Wir beraten unsere Kunden deshalb sehr stark in der Richtung, sich zu lösen von dieser klassischen Kampagnenplanung und hin zu wo und wann die Kunden sind. Jetzt habe ich zwei Aspekte der Automatisierung und der Personalisierung schon erwähnt, eben die zeitliche Personalisierung, das Wann, triggerbasiert, und auch sag ich mal, die örtliche, das ist längst nicht nur im physischen Kontakt, also der Kanal, das Wo der Kunde mit uns über ein bestimmtes Thema reden möchte, in Idealfall etwas von uns erwerben möchte. Ich habe jetzt auch hier bewusst ein paar Themen, ein paar Use Cases von so Micro-Journeys aus dem Banking mitgenommen. Wir alle sind sicher irgendwie Anwendung von Anwenderkunden irgendeiner Bank. Und ich möchte aber da auch anhand dieser Beispiele zeigen, dass es eben nicht nur um Marketing Automation geht, sondern es geht darum, auch Service Automation zu machen, mit kleinen Micro-Journeys super Kundeninteraktionen zu starten und einen tollen Eindruck zu hinterlassen. Aber es gehören, wie wir jetzt gesehen haben, auch die Wahl des richtigen Kanals dazu, um mit einem Kunden zu interagieren. Und der Kunde gibt den vor oder vielleicht auf das Thema oder beides. Oder? Wenn ich über eine Hypothek rede, über eine Immobilienfinanzierung, dann wäre ich vielleicht nicht im gleichen Kanal, wie wenn ich eine Beschwerde habe. Wir müssen darauf reagieren können. Jede oder viele der Customer Journeys beginnen in dem Internet, indem dass sie im Business to Business oder auch im B2C sehr häufig eine Suchmaschine wie Google einsetzen. Und es passt thematisch jetzt auch ganz gut, dass wir suchen nach den Keywords B2B Kunden gewinnen. Und Google spuckt uns dann unterschiedliche Suchergebnisse aus. In dem Fall hier über die Anzeige gekennzeichnet, die Google AdWords, also bezahlten Anzeigen und darunter die organischen. Wir stehen jetzt beispielsweise zu diesen Keywords bei Google organisch auf der ersten Seite. B2B-Kunden gewinnen und begeistern. Finde ich interessant. Klicke ich
als potenzieller Kunde drauf, komme in dem Fall auf den Blog und hier sehe ich wertvollen Content. Die B2B-Kunden verstehen, darauf müssen sie achten, spannend, 7 Tipps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wow, da habe ich Bock einfach auf mehr. Und ein E-Book gibt es auch noch zum Downloaden, ist sogar ein Smartbook, das will ich haben. Klicke ich drauf, komme zu einem Formular. In dem Formular gebe ich meine Daten ein. Wichtig, die Werbeeinwilligung. Und als nächsten Punkt, auch ganz wichtig, was das Thema Datenschutz und Datensicherheit auch betrifft, ist der Punkt, holen sich die Einwilligung ein, dass das Profil auch personenbezogen getrackt werden darf. Das ist hier die Einwilligung. Ich klicke auf Abschicken. Jetzt wird der Datensatz ist erhoben und liegt in der Marketing-Datenbank. Und jetzt sehe ich hier sofort nach dem Abschicken Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse, also eine sogenannte Bestätigungsseite. Schaue ich mal, ob die Mail schon angekommen ist. Sehe ich immer spannend. Im Moment, ob das auch alles dann live funktioniert. Die Mail ist schon da. Wenn man sich das mal als Kreislauf vorstellt, sprechen wir im Marketing und ich sehe es aber auch nicht nur aus Marketing, ja, sondern wir haben ja auch schon drüber gesprochen, du erinnerst dich bei unserem Interview, ist Marketing Automation vielleicht auch nicht mehr die richtige Definition. Ja. Ich sehe es tatsächlich eher als Customer Lifetime Automation. Aber was will ich raus, ist, dass es ein Kreislauf ist und dass in dem Kreislauf selbst, der beginnt mit Adressmanagement und dann Informationsgestaltung, Versandsmanagement und Feedback-Analyse. Also es ist ein ganz wesentlicher, wichtiger Bestandteil der Kommunikation. Es sind saubere Adressdaten und die Herausforderungen haben so gut wie alle Unternehmen, wie gut, dass es Lösungen gibt. Was man immer wieder ja lesen kann in dem Kontext, E-Mail ist tot, es lebe die E-Mail. Das E-Mail ist der Direktkanal Nummer 1. Er hat der Kanal, der den höchsten ROI hat. Und darum geht es. Natürlich, es ist sehr sinnvoll zu personalisieren, zu individualisieren. Also nehmen wir nur mal den Namen. Der Name ist das Wort, was der Mensch am häufigsten hört in seinem Leben. Also reagiere ich da auch ganz anders. Und da geht es um diese psychologischen Trigger, diese zu nutzen. Aber im Wesentlichen ist es entscheidend, und das sehe ich auch als Individualisierung und Personalisierung, ist die richtige Botschaft zur richtigen Zeit, über den richtigen Kanal, an die richtige Person zu versenden. Ja? Die Technologien dafür sind da. Und dann kommt die Frage, die immer wieder kommt, Mensch, zum Vertrieb im New Normal. Typische Frage ist, sind Daten das neue Gold? Je mehr, umso besser. Und wenn ich je mehr, umso besser habe, Mensch, wie werde ich dieser Datenflut irgendwo auch Herr? Wie kann ich sie beherrschen? Wie kann ich da auch eine Struktur für mich finden? Und wie kann ich trotzdem noch Mensch sein? Wie kann ich mich differenzieren? Wo nehme ich Kunde, Interessent? Und bitte vergessen wir die Mitarbeitenden nicht. Wo nehme ich die mit? Wo kann ich die begeistern? Und ich habe so ein kleines Kivia-Diagramm mitgebracht, wo man einfach mal drauf schauen kann unter dem Aspekt, was für Top-Themen habe ich denn da? Wie gut ist unsere Vertriebsberatung? Wie läuft es im Service und Support? Das ist so ganz oft der beste Verkäufer. Das ist der, den man im Prinzip aber am wenigsten Zeit dafür gibt, weil man denkt, da muss man einsparen. Das ist total falsch. Da bauen sie die Begeisterung ihrer Kunden auf, nämlich dann, wenn es Probleme gibt. Wenn man eine gute Beziehung hat, verzeiht er nämlich auch ein Problem. Und wenn es gut gelöst wird und manchmal auch selbstkritisch ist, dann wird es auch besser. Wie sieht es mit unserer Produktkonfiguration aus? Ein Thema, was wir ja sehr gerne haben, wir haben ja auch sehr eigene Lösungen hier integriert in unser CRM, unser CPQ, sodass Sie natürlich das hier aus dem System auch machen können. Und das schmeiße ich einfach mal auf so ein globales Kivia-Diagramm und dann pinne ich Punkte an, dann vergebe ich mir Punkte.
und dann schaue ich mal an, wo ich bin und dann gehe ich einen Schritt weiter. Und ich sage es ganz offen, was ich manchmal vermisse heutzutage, ist diese Verbindlichkeit. Deswegen habe ich es hier als letzten Punkt auch aufgeführt. Natürlich unterstützt mich da auch ein System, dass wenn ich sage, ich schicke es Ihnen in 2 Tagen oder jetzt, was haben wir heute, Mittwoch, die Zeit geht ja so. Ja, heute ist Mittwoch, ja. Mittwoch bis Freitag, dann unterstützt mich auch ein System bis Freitag. Aber wie oft erleben Sie vielleicht wie ich, wo man sagt, ja, ich mache es und es fällt Ihnen runter. Das ist ja gar nicht bösartig gemeint, aber diese Verbindlichkeit halte ich für ein hohes Gut. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo Sie sich auch unterscheiden können zu Ihren Marktbegleitern. Wir hatten vorhin mal so ein bisschen von den Kollegen gehört, ist natürlich für den Smalltalk enorm wichtig, dass ich eben auch weiß, für welchen Verein schwärmt der, wann hat er Geburtstag, gibt es Kinder, dass man einfach Informationen für den Smalltalk hat, um so ein Stück weit eine Nähe herzustellen, die eben auch genau in Kundensituationen enorm wichtig ist, um eben auch langfristig zusammenarbeiten. Genau diese Informationen vereinen wir letztendlich hier in diesem Unternehmensprofil über verschiedene Integrationen aus bestehenden Datenbanken. Also wenn wir uns das System noch mal weiter anschauen im Bereich Aktivitäten, sehen wir, dass es hier eine ganze Menge an Touchpoints gibt. Wir haben E-Mail-Verkehr, wir haben ein Word-Dokument, wir haben viele weitere Informationen, die letztendlich als Touchpoints hier im System abgelegt sind. Das heißt, das sind Informationen, die zentral aus dem CRM-System heraus erzeugt wurden, beziehungsweise ohne entsprechende E-Mail-Kommunikation stattfindet. Könnte mir jetzt natürlich zu der Deisenmais GmbH, die eben ansässig in München ist, mal anzeigen lassen, wie zum Beispiel die Corona-Inzidenz ist. Ja, das heißt, ich habe mir jetzt hier ein Widget in das CRM-System, geht es unter Tab 8, konfiguriert, das mir zu dem Kunden oder zu dem Standort, den ich aktuell hier im Fokus habe, zum Beispiel mal die Corona-Inzidenz anzeigt. Also das heißt, das sind im Prinzip, das ist ein einfaches Beispiel, wie wir letztendlich eben auch Datenintegration verstehen. Ein weiteres einfaches Beispiel ist natürlich, dass ich mir diesen Datensatz eben auch mal in Google Maps anzeigen lassen kann. Wenn wir ein Widget haben, das wir eben nicht direkt im CRM-System integriert haben, aber über das wir letztendlich die Kommunikation, den Absprung in unser CRM-System schaffen können. Und das ist zum Beispiel, indem wir ein Widget innerhalb von der E-Mail-Kommunikation integriert haben, um dann eben genau diesen durchgängigen Prozess, die User-Akzeptanz zu schaffen, dass der Anwender eben aus seinem Outlook heraus direkt in das CRM-System, auf dem muss ich mal wieder die Leiste switchen, aus seinem Outlook beispielsweise oder einem anderen E-Mail-Programm, eben direkt über das Widget Business Mail, heißt dieses Widget, den Absprung in Richtung des CRM-Systems erfolgt. Das heißt, ich habe hier einen Posteingang, da hat Gudrun Augstein sich gemeldet. Sie erinnern sich, das ist der Einkaufsleiterin bei der Firma Deisenmais, die wir eben gesehen haben. Die Daten werden natürlich mit dem CRM-System entsprechend synchronisiert. Hallo Herr Weiß, vielen Dank für die Infos. Gerne möchte ich einen Termin zur Vorstellung des neuen Produktportfolios mit Ihnen abstimmen. Und an der Stelle erkennt eben Business Mail oder dieses Widget, dass das ein Kontakt ist, der bereits im CRM-System hinterlegt ist. Ja, und das bedeutet an der Stelle eben, dass ich hier jetzt über dieses Widget Informationen aus dem CRM-System bereits in Outlook angereichert bekomme, angeliefert bekomme. Das heißt, dass Informationen von Thomas in unterschiedlichen Quellsystemen liegen. Und jedes System hat Teilaspekte der Kundenbeziehung. Ja? Das heißt, die Informationen liegen in Datensilos. So. Und diese heterogene Systemlandschaft kann dazu führen, dass redundante Stammdaten erzeugt werden und diese führt zu einer Kette von Problemen. Und das ist eine Situation, die wir sehr häufig in Unternehmen antreffen. Ja, unser Partner Christian Fürber von der Unternehmensberatung IQI nennt diese Kette die Pain Chain des Grauens. Ja, es kommt häufig zu redundanter Datenpflege, wenn, wie zum Beispiel jetzt bei Thomas, die Änderungen
in der Adresse stattfinden, können die nicht über alle Abteilungen durchgehend erfolgen, weil Zuständigkeiten fehlen. Der Zeitfaktor wird erhöht zur Datenpflege und die Mitarbeiterzufriedenheit sinkt. Und auf der anderen Seite führt die redundante Stammdatenpflege zu erschwerten Systemwechsel, ja, und über ein eingeschränktes Wissen über den Kunden. Ja, das führt natürlich auch wieder zu einem reduzierten Servicegrad und auch zu einer Fehlentscheidung in Bezug auf die Kunden. Und der Kunde zahlt es dem Unternehmen heim, indem er dort keinen Umsatz macht. Ich denke, es ist zu empfehlen, dass man da auch eigene Ziele definiert. Also jetzt Absolut. nicht nur Ja. auf Fachebene, sondern sagt, okay, ich will entsprechend die, ich sage mal 10, 15 Variablen am Anfang mal wirklich perfekt qualifizieren, dann kommen die nächsten 15 oder die halt einfach für bestimmte Bereiche Nutzen bringen. Ganz genau, ja. Das macht ja auch das Thema Datenqualität dann auch letztendlich so transparent. Ne? Man spürt ja eine Datenqualität eigentlich nur dann, wenn sie schlecht ist. Ja? Wenn sie gut ist, laufen die Prozesse reibungslos. Ja? Man sieht nichts, hört nichts und so soll es ja auch eigentlich sein. Wir haben dieses Thema Silo in den letzten Stunden mehrfachst diskutiert und angesprochen als gewisses Hindernis. Und einer meiner Lieblingskarikaturisten, der Tom Fishburne, auch seit vielen Jahren ein Begleiter unserer Branche, hat es in einer wunderschönen Grafik, die ich mir gekauft habe, hier entsprechend nochmal dargestellt. Also diese Silo-Mentalität, die läuft jetzt irgendwie aus dem Ruder, um es mal so zu formulieren. Man sieht ja dieses kleine Krokodil als Schutzfunktion im Wassergraben und also es macht ja irgendwie alles keinen Sinn. Also von daher glaube ich glaube, dass es jedem klar ist, dass es irgendwie keinen Sinn macht, aber keiner ändert es. Und deswegen bin ich heute angetreten, auch wieder an der Stelle mit dem kleinen oder vielleicht auch großen Hammer zu agieren und zu sagen, auch mit Ihrer aller Unterstützung, die heute zuhören und das in die Welt hinaus zu posaunen und zu sagen, Mensch, jetzt Leute, lass uns doch an einer oder anderen Stelle was ändern. Ein Unternehmen wird niemals, und das ist sicherlich eine sehr scharfe These, aber ein Unternehmen wird niemals kundenorientiert sein, solange es funktionsorientiert oder in einer Matrix-Organisation verhaftet ist. Kann nicht sein, ich begründe das auch gleich, warum. Beispiel Kundenmanagement. Also die meisten Unternehmen sind eben, man sieht es ja hier, nach Funktionen aufgestellt. Jetzt könnte man die nebeneinander schreiben. Ich habe es jetzt aus Platzgründen untereinander geschrieben. Aber man hat Vertrieb, Marketing, E-Commerce, Social Media und man hat Produktmanagement, Einkauf, IT. Und aber vor allem die vorgenannten Vertrieb, Marketing, E-Commerce, Social Media, alle sprechen irgendwie zu den Zielgruppen. Und dieses irgendwie sagt es schon richtig aus, nämlich irgendwie heißt, es ist in der Regel nicht sauber abgestimmt. Es ist, ich habe es jetzt mal überspitzt formuliert, eine kommunikative Kakophonie draußen, dass der Kunde hat nie eine einheitliche Custom Experience, wie es so schön heißt, weil eben die vom Vertrieb gedachte Experience eine etwas andere ist wie die vom Marketing, wie vom E-Commerce, wie vielleicht von Social Media. Und solange die unterschiedliche Ziele haben, also E-Commerce hat sein eigenes Ziel im Vergleich zu Social Media, im Vergleich zu Marketing, im Vergleich zu Vertrieb, dann macht es doch überhaupt keinen Sinn und dann kann das auch nicht zu einer einheitlichen Arbeitsweise führen. Es kann aber vor allem nicht beim Kunden zu einer sinnvollen und dauerhaft gleichgefühlten Custom Experience führen. Deshalb die Kernfrage, wie kann ich das ändern? Und das kann man auch sehr schön nachlesen, 1988 im Studium, also ich bin eigentlich schon über 30 Jahre jetzt im Berufsleben, aber ich habe 1988 im Studium zufällig diesen Satz aufgeschnappt. Und damals fand ich das ziemlich rüde, was der gesagt hat, weil ich gedacht habe, naja, also so ist er Jesuitenpater, also ein ziemlich christlicher Mensch. Und zum anderen, naja, also muss man so rüde mit seinen Mitarbeitern umgehen? Naja, eigentlich, damals habe ich gesagt, nee, das passt nicht. Aber irgendwie blieb mir der Satz hängen. Und ich muss zugeben, Jahre später, vielleicht 8 bis 10 Jahre später, habe ich gesagt, nee, ich glaube, er hat recht. Wer bestehendes Denken ändern will, der muss die bestehenden Strukturen zerstören.
Schlusswort für mich heute. Das spüren Sie mit jedem Augenschlag von mir, mit jeder Handbewegung. Es geht einfach darum, mal diese Silos aufzubrechen, und das geht nur dann, wenn man eben entsprechend nicht mehr funktional aufgestellt ist, sondern entsprechend nach Kundenmanagement, Organisation sich ausrichtet.